Kamerad, in diesem Video erzählt Palak euch von seinen Crash-Erfahrungen. Und was Palak daraus gelernt hat, damit ihr nicht selbe Fehler macht und am besten Kurva aus diesem Video was lernt. Los geht. Hallo im Deutschland-Kameraden, willkommen bei einer neuen Folge Palakische Tipps. Oder wie Kurva kann man das nennen? Auf jeden Fall, Palak erzählt euch ein bisschen über seine Erfahrungen. Wenn es irgendwas anzumerken gibt, zu verbessern, ihr wisst, schreibt Kommentar, kriegen alle mit. Warstadt Kurva, wie immer, Rusak hat frisch für Palak aufgeräumt. Und sogar Kurva die Mäuse gefüttert. Diesmal aber Kurva räumt Palak fürs Video nicht auf, deswegen legen wir los. Bevor wir aber zu den Crashes kommen, sowohl kleine Pizdiets als auch große Pizdiets. Fangen wir erstmal mit den Sicherheitsfeatures an. Punkt 1, Käfig. Sicherheitszelle in Automobil. Einige von euch werden jetzt sagen, Pochui, Kurva, ich fahr Missel, zu viel Aufwand, habe ich keinen Bock, ich fahr einfach. Aber Kurva, seid ehrlich, wie sieht bei eurem Missel Schweller von hier unten aus? Denn eins kann Palak sagen, es war reines Glück damals in Frankreich, dass BMW nicht hier eingeschlagen ist bei anderen BMW. Weil sonst wäre Ostblock-Fighter Seite so. Und Palak Kurva wäre dann sicherlich nicht ausgestiegen. Wenn man genau hinguckt, drückt Palak kurz vor Einschlag die Bremse, dreht Automobil ein bisschen, damit Kurva nicht hier einschlägt, sondern direkt Achse andere Automobil trifft. Oh nein. Und somit war plus ein Palak, minus ein BMW und minus eine Hinterachse. Aber wichtigste ist, Palak und anderen Kamerad ging es gut nach bis jetzt. Deswegen würde Palak jedem einen Sicherheitszelle, vor allem mit Flankenschutz empfehlen. Egal Kurva, ob Missel oder nicht. Weil wenn du ehrlich bist, vor allem Kurva die Missel bräuchte eigentlich sowas. Weil das ganze Automobil ist meistens nur mit Kabelbinder, Rost und Spackschrauben zusammengehalten. Gell? Bei Silvia ist Kurva nicht so geil gebaut. Weil dieser Flankenschutz Kurva ist so nah, dass wenn du hier Kurva lenkst und dann Kurva ein kleiner Pizdietz passiert und du Kurva unter Hektik hier am Lenken bist, passiert ganz schnell das. Hat Palak schon erlebt, sah so aus. Deswegen gibt es Flankenschutz, wo die Tür komplett ausgeschnitten ist. Nesca Flankenschutz, der so nach außen geht, damit du Kurva hier genug Platz hast. Weil so im Stand, Kurva ist alles gut. Wenn Panik ins Automobil ausbricht, weil irgendeine Pizdietz gerade passiert, dann Kurva passiert schnell, dass du hier minus einen Ellbogen bekommst. Also am besten zu jemandem gehen, der sich Kurva damit auskennt und was Gescheites baut. Auch wenn viel kostet, wichtiger ist, dass du Kurva aus Automobil unverletzt aussteigst. Und bei Palak ist das jetzt noch viel wichtiger, aber dazu in einem anderen Video. Nächste Thema Kurva sind Handschuhe und griffige Lenkrad. Weil desto sicherer du Kerovnica in der Hand hast, desto sicherer bist du auch in Extremsituationen. Desto sicherer bist du auch in Extremsituationen. Vor allem bei der Hektik rutschst du nicht einfach ab und es passiert bis jetzt. Weil das hier ist schon ein großer Unterschied. Und Pochui, was die anderen sagen, dass du einen auf Profi machst, desto sicherer du dich im Automobil fühlst, desto besser. Und aus Erfahrung kann Palak sagen, vor allem wenn du nass driftest und ein Lederlenkrad hast, dann wird das sehr schnell rutschig. Und nein, es müssen keine FIA-Handschuhe von Spacko sein, einfach irgendwelche, die griffig sind vollkommen ausreichend, wenn du Kurva keine Competition fährst. Kommen wir zu Helm, Hans und Kurva Hybrid oder Hibernate oder wie Kurva diese Hunia nochmal heißt. Helm Kurva am besten nicht so ein Jethelm, sondern geschlossen. Aber Palak Kurva ist immer heiß, deswegen fährt Palak offen. Aber dann brauchst du zumindest Kurva eine Sturmhaube. Wieso genau, dazu kommen wir gleich. Blöd. Diese Gerät Kurva zieht ihr so an und damit Kurva könnt ihr jetzt euren Helm befestigen und somit Kurva bei Aufprall bleibt dein Nacken geschützt Kurva und bricht nicht.
Das ist jetzt High Security, brauchst du vor allem bei Competition. Aber Kurva, bei harter Einschlag, bei Training oder Co. ist das schon besser, sowas zu haben. Weil ich weiß nicht, ab wie viel km/h schon ausreicht, wenn du in Wand knallst, dass du Genickbruch hast. Damit ist das nicht. Muss aber Kurva richtig eingestellt sein. Das ist gerade ein wenig falsch eingestellt. Entschuldigung. Das ist auch einer der Gründe, warum viele sagen, Full-Face-Helm besser, weil du automatisch hier unten mit dem Helm anschlägst. Und mit einem Jet-Helm kann dir Kurva Genickbruch passieren, wenn du kein Hans oder Hybrid hast. Auch hier Kurva kann man sagen, was denken die anderen, wenn du bei Training mit voller Montur bist. Hauptsache ist, du bist in deinem Automobil maximal geschützt und das auch, wenn es mal brennt. Deswegen ist es wichtig, einen Handfeuerlöscher zu haben, laut Reglement 2 Kilo im Innenraum, den du immer schnell Kurva rausholen kannst. Aber Palak kann euch eins sagen, damit könnt ihr nie so viel ausrichten. Ihr könnt das Feuer nur ein bisschen Kurva minimieren, bis der richtige Feuerwehrmann hoffentlich kommt. Und wer Kurva komplett übertreibt und auf Nummer sicher geht, hat Feuerlöschanlage mit Düsen im Innenraum, Motorraum und Kurva im Kofferraum, wo Spritzsystem ist. Aber viele da draußen sagen, bevor ich Feuerlöschsystem ziehe, muss schon viel passieren. Weil am Ende hast du ganze Hunja versifft. Motorraum, Innenraum und Kurva Kofferraum. Vor allem, wenn du Pulverfeuerlöscher benutzt. Das ist komplette Hunja. Dieses Pulver versteckt sich in allen Ritzen und Ecken, die es Kurva überall nur gibt. Deswegen, wenn, benutzt Schaum oder am besten CO2. Wobei CO2 als Feuerlöschsystem ist, glaube ich, nicht erlaubt. Aber Feuerlöschsystem ist schon Hightech für Competition, wenn große Pizdiez passiert. Ist die Frage, ob du ziehst oder nicht. Wie ist bei euch da draußen? Wie wäre die Bereitschaft? Weil es gibt viele Kameraden, die sagen, Blät, ich nehme Handfeuerlöscher, steig aus und lösch Kurva im Motorraum. Weil meistens brennt erstes hier. Oh, what the hell? Oh my god, we have... Bevor ich Feuerlöschsystem ziehe und ganze Hunja innen und hinten komplett Feuerlösch, komplett Feuer, Blät, Jebat, komplett voller, Blät, komplett voll, ey, was ist da los? Kurva, komplett komplett Feuerlöschmittel ist, Blät, jetzt Kurva. Oder würdet ihr kleinen Kurva schnappen, nach draußen rennen und Kurva versuchen zu löschen. Da kann aber euch Palak sagen, mit so einem kleinen 2 Kilo Feuerlöscher könnt ihr eh nicht viel erreichen. Ihr könnt nur hoffen, dass Streckenposten da ist mit 6 Kilo, am besten mehreren, und euch hilft, diese Hunja zu löschen. Und wenn, dann alle Feuerlöscher gleichzeitig und nicht nacheinander, weil das ist keine gute Idee. Aber Palak kann euch sagen, Ims Almanien, Streckenposten, Feuerlöscher, schwierige Thema. Deswegen ist es wichtig, dass du für den Fall der Fälle feuerfeste Unterwäsche anhast, inklusive Kurva Socken und komplette Overall mit Sturmhaube, damit du Kurva nicht als Steak endest. Natürlich Kurva Schuhe sind auch feuerfest, inklusive Kurva der Handschuhe. Und wenn du Kurva dann die volle Montur anhast, dann siehst du aus wie ein kompletter Debil. Aber du bist Kurva sicher. What? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Genau wegen dem Feuerschutz ist es wichtig, dass du mit Jethelm Sturmhaube hast, die feuerfest ist. Und ihr seht schon, Kurva, was passiert, wenn Palak redet mit seiner Brille Blatt. Das könnt ihr euch im Automobil vorstellen bei 40 Grad. Natürlich ist das Ganze jetzt Competition Outfit nach Vorschrift, aber Palak würde euch bei so einem Automobil, wo viel Customizing betrieben würde, zu maximaler Sicherheit raten. Es passiert nur einmal ein Pizdiez und irgendwas läuft nicht nach Plan und du wirst Kurva ein Leben lang bereuen. Aber mit voller Montur seid ihr Kurva für den Ernstfall
geschützt. Und eins kann euch Palak empfehlen, trainiert Kurva das Aussteigen. In voller Montur durch diese Luke. Weil im Ernstfall muss das schnell gehen. Deswegen trainiert das Ganze. Oh, and Federico, his car is on fire. Blöd. Kurva, ich drehe hier. Wenn du Kurva stinknormal ein BMW fährst, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass einfach sowas anfängt zu brennen. Aber wer weiß, sicher ist sicher. Jeder muss selber entscheiden, wie viel ihm seine Sicherheit Kurva wert ist. Ob komfortabel oder unkomfortabel. Das alles dient nur zu einem, euch Kurva sicherer im Automobil zu machen. Und eins kann euch Palak versichern, wenn ihr mit voller Montur im Automobil sitzt, fühlt ihr euch auch Kurva sicherer und könnt euch voll aufs Fahren konzentrieren. Das ist wirklich Kurva ein großer Unterschied. Eine Sache zu Overall, wenn ihr solche Bestickung macht wie Palak, dann ist wichtig, dass das Professionalista macht und nicht durchgestickt ist durch die feuerfeste Schicht. Denn ansonsten ist FIA-Genehmigung abgelaufen. Aber ein Thema betrifft alle. Kurva Scheiben. Wenn du offene Scheibe hast, kann immer bis jetzt passieren. Deswegen sagen viele Veranstalter, Scheibe darf maximal so einen Spalt offen haben. Palak Kurva hat das auch immer aufgeregt, weil ist gerne mit offener Scheibe gefahren. Aber ich kann euch eins sagen, seitdem das passiert ist, weiß Palak, wäre die Scheibe Kurva nicht so weit oben gewesen, hätte Palak heiße Kühlflüssigkeit ins Gesicht gehabt. Dreimal dürft ihr raten, offene Jethelm, ohne Kurva Sturmhaube. Könnt ihr euch vorstellen, was bis jetzt passiert wäre mit Palak sein Gesicht, Kurva noch hässlicher geworden wäre. Oder fliegen Reifenreste, Steinreste, Asphaltreste ins Gesicht. Deswegen auch wenn Frischluft kühlt, macht Scheibe lieber nach oben. Und eine Sache, die alle betrifft, Abschleppöse. Wenn du abfliegst und keiner dran ist, dauert es Stunden, bis man dich da rauskriegt. Am Ende ist komplett verrostet, geht nicht rein. Alle Kameraden müssen warten, weil du an Beton oder im Kiesbett stehst. Deswegen schau zumindest, dass gangbar ist, Gewinde gut reingeht und du immer Abschleppöse griffbereit hast. We need to take off this. Okay. Oh, now it's good. Пиздец. Weil Kurva, ich weiß, viele machen nicht rein. Auf Fotografia sieht dann scheiße aus. Deswegen zumindest bereithalten, damit schnell wieder weitergehen kann. Sonst sind Kurva alle sauer auf dich. Nun kommen wir dazu, wenn bis jetzt passiert, Beton kommt. Was du Kurva am besten machst. Wenn Beton kommt, dann meistens Kurva an Heck. Wie man sieht, hier ist schon sehr oft gespachtelt worden. Das Allerwichtigste, wenn du hinten in Beton knallst, kommt immer drauf an, wie fest. Jetzt nicht Kurva mit 80 km/h zu viel. Sondern die Wand ein wenig Kurva zu stark tippst, dann bleib auf dem Gas. Palak hat Kurva damals Fehler gemacht, ist vom Gas gegangen. Was ist passiert? Vorderachse lenkt in Mauer. Deswegen Kameraden, bleibt auf dem Gas und haltet euch immer Kurva bereit zurückzulenken. Denn wenn da Beton an Heck kommt, stehen Kurva Räder so und Kurva lenken ins nächste Beton. Kameraden, kurzer Cut aus dem Schnitt. Palak hat vergessen zu sagen, wenn Einschlag auf Vorderachse kommt und dein Lenkrad Kurva zurücklenken sollte, dann lass es am besten vorher los, damit es dir nicht die Finger oder sogar das Handgelenk bricht. Und Kurva, wenn du mit viel Speed von Strecke abkommst, dann empfiehlt Palak, immer leicht auf dem Gas zu bleiben. Nicht damit sich Automobil eindreht und du mit kompletter Breitseite auf Grasnarbe oder Kiesbett triffst, weil dann kann sich sehr schnell Automobil überschlagen.
Vor allem, wenn du auf der Bremse das Automobil drehst. Palak ist ein Fan von auf Gas bleiben, weil er Kurva will nie im Kiesbett stecken bleiben. Wie man Kurva sieht. Wenn du Battles mit einem Kamerad fahren willst, dann sprecht euch vorher ab, was für Linie. Vor allem wenn riesiger Parkplatz ist, gibt es 100 verschiedene Linien, die ihr Kurva fahren könnt und ihr müsst euch aufeinander einschießen, dass ihr selbe Linie fahrt. Weil ansonsten fährt der eine so, der andere so und es passiert so. Und wenn du Kurva mit Kameraden Trains fährt, also mit 3 oder 4 Automobilen, dann Kurva musst du mit deinem Automobil schon abgeschlossen haben. Weil das endet meistens in Pizdiez. Der erste dreht sich, der zweite weicht aus und der dritte Kurva sieht noch nicht mal, was da vorne gerade passiert ist. Geschweige denn der 4.5. In Trains, Käfig und Co., was Palak alles erzählt hat, umso wichtiger. Vor allem im Trockenen bei Geschwindigkeit. Kurva, auch hier hat Palak was vergessen zu sagen. Wenn ihr euch dreht und andere Automobil in euch reinkrachen sollte und ihr das schon vorher wisst, dann macht die Bremse auf, damit ihr wegrollt und nicht der Kamerad in ein stehendes Automobil reinkracht, was auf der Bremse Kurva sogar noch steht. Das macht Schaden umso größer. Manchmal reicht es, dass du gerade noch so wegrollst. Und Kurva manchmal nicht. Jetzt gibt es bestimmt viele da draußen, die sagen, Kurva, das ist viel zu übertrieben. Ich fahre schon ein Jahr lang ohne Probleme, bleibt kein Käfig, verrostete Karosse, noch nichts passiert. Ja, Kurva, aber wenn passiert, du Pech hast, Kurva, passiert große Pizdiez. Deswegen, wie Palak sagt, jeder ist selber für sich verantwortlich, wie viel Sicherheit er in sein Automobil einbaut oder an sich dran hat. Ein anderes wichtiges Thema sind die Reifenreste an Betonwänden. Denn da gibt es viele Veranstalter, die Kurva das nie sauber machen und am Ende liegt vor der Betonmauer sehr viel Abrieb. Vor allem wenn Freitag, Samstag Training war und Sonntag du Kurva richtig zeigen willst, wie nah du an die Mauer fahren kannst, dann ist minus ein Grip, Automobil rutscht wie auf Eis und Beton, Kurva ist nicht weit. Denn es gibt Fahrer, die fahren kurz an die Mauer, andere gibt es, die wollen dauerhaft an der Mauer fahren. Und meistens ist die dauerhafte Linie an der Mauer nicht sauber, mal ist ein Knick, Kurva, da liegt mehr Reifenabrieb und dann passiert Pizdiez. Du hast minus ein Automobil und alle denken, Kurva, du bist ein Debil. Aber im Grunde bist du einfach, Kurva, nur betonsüchtig. Daher Tipp von Palak, wenn Veranstalter nicht sauber machen, nimm Besen mit und Kurva mach in der Pause selber. Dann kannst du ohne schlechtes Gewissen an die Mauer ranfahren. Palak ist interessiert, welchen Kameraden das schon alles so passiert ist. Palak hofft, er konnte euch was erzählen, was ihr noch nicht wusstet, denn desto besser ihr vorbereitet seid, desto weniger kann passieren. Falls Palak was vergessen hat oder was falsch gesagt hat, schreibt es in die Kommentare. Kameraden, das war's vom Video. Bleibt Pizdiez frei und haltet euch von Beton ein bisschen fern.